Hallo ihr Lieben, heute möchte ich dir zeigen, wie du ein ganzes Hähnchen machen kannst mit einem unglaublichen Geschmack, wie das Shawarma-Fleisch, was eigentlich sowas wie der Döner auf arabische Art ist, gemacht wird. Natürlich brauchen wir dazu jede Menge Gewürze, aber probiert's auf jeden Fall aus, es schmeckt unglaublich gut. Als allererstes wird natürlich ein großer Topf mit Wasser befüllt, wie ihr das gerade gesehen habt. Dann braucht ihr ein ganzes Hähnchen, was einmal komplett halbiert wird. Das vereinfacht übrigens die Arbeit. Wenn das Hähnchen dann halbiert ist, dann kommt das Ganze in den Topf mit kochendem Wasser. Dann kommen zuerst natürlich die kompletten Gewürze hinzu. Das sind nicht wenige, aber glaubt mir, ihr werdet es nicht bereuen. Es schmeckt einfach unglaublich gut. Dann kommt das Hähnchen rein, das komplette Hähnchen, was halbiert worden ist. Und das Ganze wird dann auf mittlerer Hitze 1 Stunde gekocht. Mit Deckel zu. Ab und zu könnt ihr dann das Wasser über das Hähnchen kippen, damit auch obenrum was hinkommt. Also der Geschmack zieht sich komplett in das Hähnchen rein. So, wenn das dann erledigt ist, wird dann der Backofen auf 220 Grad erhitzt. Auf der Stufe Umluft mit Grillfunktion. Wenn die Stunde dann vorüber ist, wird das Hähnchen aus dem Wasser entnommen. Und bitte kippt das Wasser nicht weg. Daraus könnt ihr dann natürlich noch was richtig Tolles zaubern. Wie ihr seht jetzt gerade, hat auch das Hähnchen komplett die Farbe verändert. Also von den Gewürzen, die sind komplett eingezogen in das Hähnchen. So, dann wird die Flüssigkeit einmal abgesiebt, so dass die Gewürze nicht in der Flüssigkeit sind. Denn aus der Flüssigkeit machen wir einen unglaublichen guten Basmati-Reis, der wirklich richtig gut zu den Shawarma-Hähnchen passt. Als allererstes wird natürlich der Reis gewaschen, das habe ich vergessen aufzunehmen, und einmal die Flüssigkeit weggemacht und das wird ungefähr 3-mal wiederholt. Dann brauchst du einen Topf mit ein wenig Öl und Butter. Dann, wenn sich die Butter aufgelöst hat, kommt dann ein wenig Kurkuma mit in die Butter. Das hat den Vorteil, dass der Reis nochmal eine richtig schöne gelbliche Farbe bekommt. Und geschmacklich ist es auch gut, darfst halt nicht zu viel benutzen. Aber die komplette Mengenangaben schreibe ich dir wie immer in die Beschreibung. So, das wird dann gut verrührt. Dann kommt der Reis hinzu und das Ganze wird dann ein paar Minuten angebraten. Also man merkt es, wenn der Duft sich in der Küche verteilt von Basmati, diesen typischen Reisgeruch, dann ist es fertig. Das hat den Vorteil, dass der Reis besser schmeckt. Und am Ende merkt man auch, dass die Konsistenz von dem Reis viel, viel besser wird. Probiert es auf jeden Fall aus. Das ist so ein kleiner Tipp von mir. Dann kommt die Flüssigkeit vom Hähnchen mit in den Reis. Das Ganze wird dann einmal so richtig gut
aufgekocht. Das ist wirklich ganz wichtig. Richtig, richtig gut aufgekocht. Und dann kommt anschließend der Deckel auf den Topf. Nochmal gut umrühren, genau, damit sich auch alles verteilt. An den Seiten ist auch manchmal ein bisschen Reis. Das dann auch nochmal kurz wegmachen. Und wie gesagt, gut aufkochen. Also so muss es ungefähr ausschauen. Dann kommt der Deckel drauf und dann den Herd auf niedrigster Stufe stellen. So, und jetzt müsste eigentlich auch schon die Temperatur im Backofen erreicht sein. So, das Hähnchen wandert dann in den Backofen. Gut aufpassen, es kann mal länger und mal kürzer dauern. Bei mir hat es 20 Minuten gedauert. Und so schaut das unglaubliche Ergebnis aus. Es ist wirklich, innen ist es total weich und saftig und die Haut ist richtig knusprig und die Gewürze machen es unbeschreiblich lecker. Ja, falls dir das Video gefallen hat, dann vergiss nicht, ein Abo dazulassen und bis zum nächsten Mal.